Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Das Video heute kommt ein wenig früher, da wir nachher natürlich noch online gehen, also wir gehen live, streamen das Ende der Purge und werden die ersten 3 Gewinner ermitteln. Das Ganze fängt um 17 Uhr an, um 18 Uhr endet dann die Purge. Wir sind eine Stunde vorher schon live, damit sich die Leute ein bisschen einfinden können. Ich kann meine Alu in Ruhe klicken und um 18 Uhr gucken wir dann, wer Platz 1, 2 und 3 dann belegt. Wir haben es jetzt gerade 2:08 Uhr morgens, wo ich das Ganze hier aufnehme. Und ja, zum jetzigen Zeitpunkt geht's ganz gut ab. Übrigens, by the way, wer es noch nicht erkannt haben sollte, vielleicht für den einen oder anderen, der schon ein bisschen länger hier am Start ist, ich hatte noch mein Charakterbild umgeändert, und zwar ist das mein alter Avatar oder mein altes Aussehen, bevor ich mein eigenes Charakterbild bekommen habe. Für die Nostalgie fand ich es ganz cool, und ja, ich hatte es auch irgendwo gesehen, dass jemand das auch ausgerüstet hatte. Hier, der Xerchov hatte das auf jeden Fall am Start. Erkennt man auf jeden Fall daran, dass er dann schon ein bisschen länger meine Videos verfolgt. Spielt jetzt hier wahrscheinlich leider nicht mehr, hat aufgehört, weiß ich nicht, vielleicht Motivation flöten gegangen oder so. Kann immer was dazwischen kommen. Ansonsten, ja, sieht es momentan so aus. Universe wirklich mit Abstand auf Platz 1, kosten 490 Euro. Also das ist wirklich frech. Das muss ich mal so sagen, für so ein Turnier hier so viel Geld auszugeben, ist schon wirklich echt eine Ansage, muss ich mal so sagen. Aber es ist die Purge, es ist alles erlaubt, und ja, es wird komplett rein eskaliert hier, ne? Und er hat noch hier zu stehen, Langzeitprojekt, Fragezeichen. Also eventuell hat er hier sogar vor, weiß ich nicht, den Account noch weiter durchzuziehen. Ich muss sagen, ich hatte extra auf einem alten, uninteressanten Server die Purge veranstaltet, weil ich nicht wollte, dass, wenn wir auf einen neuen Server starten oder direkt zum Serverstart diese Purge raushauen, dass Leute so oder so eventuell auf einem neuen Server starten wollen und das quasi hier so ein bisschen als, sag ich mal, Sprungbrett sehen oder als Starthilfe oder ja, ich wollte sowieso da starten, dann mache ich doch gleich bei der Purge mit, so, ne, und spiele dann den Account danach weiter. Deswegen hatte ich mich extra für einen alten Server entschieden und halt eben auch, ja, Tschechien 17 ist es dann geworden. Ein Server, der ja mehr random nicht sein kann, so. Und ja, deswegen ist es natürlich, ne, man kann es so sehen, für den einen ist es dann ja sinnvoll, sag ich mal, weil er dann halt eben eine Aufholjagd starten will oder ein Langzeitprojekt auf einem alten Server, ne? So oder so, wie es gemacht hätte, ja, hätten Leute wahrscheinlich angefangen, einen Account da, einen aktiven zu spielen. Aber es ist am Ende des Tages ja auch egal, weil, wie gesagt, in dem Game Mode hier, beziehungsweise in der Gilde, ist halt eben alles erlaubt, und deswegen ist es halt auch erlaubt, so viel Geld hier reinzustecken. Natürlich, warum auch nicht, ne? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es wirklich so viel wird, aber ja, es gibt ja natürlich immer Leute, die ein bisschen ganz dezent mal so übertreiben müssen, ne? So sieht der Rest vom Schützenfest aus hier, ne? Hat sich im Vergleich zu gestern nicht allzu viel geändert, würde ich mal so sagen. Die Leute sind immer noch aktiv auf jeden Fall, zumindest ein Großteil. Viele haben auch schon die Gilde verlassen, beziehungsweise haben ihren Account dann auch schon gelöscht. Viele sind ja von vornherein inaktiv, aber so ist das nun mal. Und ja, das ist aktuell der Zwischenstand. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass das, was hier steht, schon der Wahrheit entspricht. Gestern hatten wir ja so ein bisschen darüber spekuliert, über Mindgames und ja, ob man blufft, ne, was man in die Beschreibung schreibt oder ob das real ist und so, ne? Also ich glaube schon, dass das real ist, was er hier auch aufgeladen hat, so. Da will ich nicht dran zweifeln.
Für den einen oder anderen kommt einem das Level im Verhältnis für das Geld ziemlich low vor, aber ich möchte da nochmal halt eben dran erinnern, dass wir halt eben ja, in einer mehr oder weniger random Gilde spielen mit sehr niedrigen Ausbauten, plus wir haben es jetzt auch nicht wie bei einem normalen Serverstart so XP-Event und sowas gehabt, also dementsprechend konnte man dort jetzt auch nicht so schnell aufsteigen. Und das ja, zusammen addiert ergibt halt einen ziemlich schwierigen Start, sag ich mal. Und deswegen ist das auf jeden Fall trotzdem realistisch, da er ja auch schon die Festung auf 11 hat. Das sehen wir an seiner Ritterhalle hier, die jetzt auch auf 11 ist. Der Rest wurde hier auch schon gut hochgeskippt auf jeden Fall. Und deswegen will ich Ihnen das auch gar nicht abstreiten. Was dazu noch kommt, hier auch noch ganz interessant die Konversation, vielleicht innerhalb der Gilde. Denn hier wurde auch ein bisschen ja, ausgetauscht, was halt eben so passiert. War halt ziemlich Action jetzt in der Nacht noch gewesen. Ne? Daran sehen wir auch, hier hat der Universe seine Mine auch bereits schon auf 10 hochgezogen. Und ja, will sich wahrscheinlich jetzt schon vorbereiten, dass er dann auch pünktlich nachher, wenn er auch den Märchenturm dann irgendwann mal frei hat, dann auch gleich in die Unterwelt rein kann. Sieht man, hier hat er dann auch Stufe 40 erreicht und das halt mit einem sehr kranken Try. Den hätte ich mal ganz gerne gesehen. Hat er sich wohl 7-mal wiederbelebt, hat sogar noch den nächsten Key gefunden und konnte dadurch dann halt eben auch noch die nächsten paar Level pushen. Und ja, ich gehe mal von aus, Universe auf jeden Fall auf Platz 1. 2 und 3 müssen wir mal schauen. Das wird ziemlich spannend werden unter den Kandidaten hier. Ne? Die haben alle, also Straußi, Ney, Rian und Xerneil. Ich struggle jetzt, glaube ich, schon zum 3. Mal bei dem Namen hier. Haben so ungefähr gleiche Voraussetzungen, würde ich mal sagen. Hier sogar der Kollege ein etwas schlechteres Sammelalbum als die beiden. Darauf kommt es natürlich jetzt nicht so an. Es kommt nachher auf die Dungeons an, die Leute, ja, was sich die Leute noch so aufgespart haben. Sogar hier Moiga hätte eventuell noch Chancen. Wenn man sich halt eben jetzt noch ein Festungspaket oder so holt, das sieht mir nicht so aus, als ob er sich das geholt hat, weil hier keinerlei Steine und nichts am Start sind. Deswegen glaube ich, tatsächlich wird Moiga noch überholt werden. Dann nachher um 18 Uhr von Xerxia, die oder der schon die Mine auf jeden Fall ausgebaut hat. Das sehen wir an dem Stein hier. Und genauso auch hier müssen wir mal schauen, wie es aussieht. Kysuel auch noch nicht ganz abgeschrieben. Könnte auch noch sein, dass hier auch noch ein bisschen was passiert. Aber beim Rest, ja, sieht es dann nachher schon ein bisschen schlechter aus. Wie gesagt, man kommt hier sehr schlecht voran durch halt eben diese schlecht ausgebauten Ausbauten der Gilde. Ne? Und deswegen wird das natürlich auch ziemlich schwierig werden. Ich glaube, es wird halt, wie gesagt, nochmal sehr interessant werden, kurz vor 18 Uhr, wenn die Leute anfangen, ihre Dungeons zu pushen oder eventuell doch nochmal ein bisschen aufladen. Universe, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass der sich Dungeons aufgespart hat, da er auf Stufe 40 auch direkt weiter gepusht hat, auf 43, gehe ich mal von aus, durch die Dungeons. Beim Rest weiß man es halt nicht ganz genau, aber es sind halt eben auch hier schon 10 Level Unterschied. Deswegen wird das auf jeden Fall ziemlich schwierig werden. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus mit der ersten Purge. Ich würde mal so sagen, es kam auf jeden Fall jetzt nicht schlecht an, das Projekt. Ne? Ihr habt es auf jeden Fall gefeiert. Viele haben auch das Intro gefeiert, was ich da auch zusammengeschnitten hatte. Ne? Ich sag mal so, wenn man, ja, keine Ahnung, irgendwie noch Player ins Boot holt und eventuell die Preise ein bisschen erhöht, die Preisgelder, beziehungsweise halt dann anstatt ja, Gelder dann eventuell Pilze auflädt, dafür dann eventuell größere Summen, keine Ahnung, ob das möglich ist, kann man eventuell nochmal das Ganze in etwas heftiger gestalten. Und was ich auch in den Kommentaren gelesen hatte, ist, da das ja eine Purge ist, also die Reinigung auf Deutsch, kann man es auch nächstes Mal wirklich so machen, dass man das auch wieder über 4 Tage streckt, das Ganze. Und ja, jede Nacht um 0 Uhr wird dann halt eben die Gilde sozusagen gereinigt werden. Das heißt, dass man jede Nacht um 0 Uhr die letzten 5 Spieler aussortiert
oder halt eben mehr, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Auf 4 Tage wären es ja, ich sag mal, nur 20 Spieler und dann, ja, ich sag mal, das juckt ja die Top 3 nicht so, ne? Also das müsste man noch ein bisschen schauen, wie man es macht. Und dass halt pro Tag 5 Leute quasi die Gilde verlassen müssen, die 5 Lowsten sozusagen. Ne? Aber da sind auf jeden Fall es ist noch Potenzial für das Projekt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft auch noch dass man das ein bisschen cooler gestalten kann. Aber das war jetzt erstmal so die erste Version des Projekts und sozusagen erstmal der Anfang. Ne? Mal gucken, was man da in Zukunft noch so machen kann. Ja, ansonsten hoffe ich, seid ihr nachher dann am Start um 17 bzw. 18 Uhr, wenn sich dann das hier unter den Top-Kandidaten entscheidet und vielleicht alle nochmal so ein bisschen pushen werden, ihr Bestes geben und mal gucken, wie es auch mit Universe hier weitergeht auf dem Server. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen reinschauen, was er hier dann noch so vorhat, wenn er hier dann schon so viel Geld investiert hat. Ne? Und ja, aber erstmal soll es das soweit gewesen sein mit dem, ich denke mal, letzten Video. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir noch ein Abschlussvideo daraus, was im Livestream rauskam, aber ansonsten wird nachher alles um 17, 18 Uhr dann im Livestream festgehalten, das Finale quasi der Purge. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall vorbei oder guckt euch das VOD dann im Nachhinein an, wenn ihr keine Zeit habt. Alles klar, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.